Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar, der Zuschauer Rob700 hat einen Kommentar hinterlassen, wo es zum Bereich Inpainting geht. Und zwar, ihm ist aufgefallen, dass wenn man Inpainting benutzt, sich auch der Rest des Bildes ändert. Und er hat dazu auch ein Video in den Kommentaren gepostet, was er gemacht hat dazu. Und das stimmt. Daraufhin habe ich einen Versuchsaufbau gebastelt, den ihr hier seht. Und es ist wirklich nachvollziehbar, dass im Bild selber, beim Inpainting, nicht nur das Bild geändert oder der Bereich geändert wird, sondern das gesamte Bild verändert sich etwas. Und da hatte ich direkt eine Vermutung und die wollte ich mal testen. Und deswegen habe ich mir diesen Testaufbau hier mit einer hoffentlich eventuellen Lösung am Ende zurecht gebastelt. Und da gehen wir jetzt mal eben schnell durch. Okay, ich habe hier oben einen High geladen. Den haben wir im Inpainting und Outpainting, wobei ich nicht weiß, ob das Outpainting-Video jetzt schon draußen ist, wenn dieses Video kommt. Wahrscheinlich packe ich das Inpainting-Video sogar noch davor. Aber wir haben uns viel mit Haien beschäftigt in diesen Videos. Das Bild habe ich mal geladen. Ich nehme das Epic Realism Inpainting Model. Den Link, den habe ich im Inpainting-Video auch gepostet. Und mit der Baked VAE, eine Preview Bridge. Details dazu könnt ihr euch im Inpainting oder auch Outpainting-Video angucken, je nachdem, wann ihr diese Videos hier auf dem Channel findet. Genau. So, der erste Aufbau ist ja, Loader, eine Preview Bridge, wo wir die Maske anwenden können, ein VAE-Encode für Inpainting und ein Sampler. Und das lasse ich jetzt einmal kurz laufen. Da wird sich jetzt nicht viel tun. Es ist ein bisschen größeres Bild, deswegen rattert der. Ich habe jetzt darauf verzichtet, hier die Bilder noch runter zu skalieren. Aber wir sind auf einem Fixed Seed. Ich habe den Seed hier ausgelagert. Deswegen einmal erstellen, dann reicht das. Es sei denn, wir müssen gleich ein bisschen gucken, um ein gutes Resultat hier im Inpainting zu kriegen. Aber na gut, schauen wir mal. So, wir haben hier oben, warum hat er die nicht geladen? Das ist jetzt eher schlecht. Einen Moment. Ich nehme mal ein anderes Bild. Jetzt macht das. Jetzt nehme ich wieder unseren Hai. Ja, jetzt müssen wir es leider nochmal machen. Das ist, weil ich eben mal Refresh gedrückt habe und für die Not hat sich nichts geändert. Egal. So, wir können schon mal den Hai angucken. Das ist das Originalbild. Da liegt er da faul auf dem Meeresboden rum. Und wenn der Sampler jetzt durch ist, das ist er genau jetzt. Jetzt ist er durch. Wenn wir uns das mal anschauen, das hier ist das Bild, was wir im Sampler gekriegt haben. Und wir sehen schon, na, vielleicht sieht man es im Video nicht. Ich sehe ganz dezente Unterschiede. Aber eigentlich kann man sagen, es ist original. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, was das Original war. Wenn wir jetzt anfangen, Inpainting zu machen. Ich mache mal hier Open in Mask Editor. Und sage, ich möchte hier an der Stelle, ich mache es mal ein bisschen größer, hier unten an der Stelle möchte ich irgendwie was ändern. So, ist ja aufgefallen, dass der Mask Editor nicht bis unten hingeht. Das ist noch ungünstig, das müssten sie nochmal korrigieren. So, wir malen das mal aus hier, eine Maske, so zack, Save to Node. Und jetzt wollen wir hier an der Stelle mal sagen, Treasure Chest. So. Wir lassen es mal inpainten. Gucken, was er macht. Sieht eher aus wie eine Kartoffelkiste. Aber nun gut. Wir lassen es mal bei der Kartoffelkiste. Das wird reichen. Okay, jetzt haben wir wieder beides offen, einmal das und einmal das. Und jetzt ist das Inpainting hier durchgelaufen. So, ich mache mal beides gleich groß.
Und wir sehen jetzt ziemlich deutlich, dass sich nach dem In-Painting hier unser Hai ein bisschen geändert hat. Er ist dunkler geworden. Hier ist er wesentlich heller. Und hier schon dunkler. Und wenn wir jetzt noch einen zweiten Zweig dazu nehmen, weil meine Vermutung war, dass es an dem VAE-Encode und Decode liegt. Wir nehmen hier unser Bild, schicken das einmal hier hinten ins VAE-Encoding rein. Das heißt, das gesamte Bild, also auch unser Ursprungsbild, wird einmal in den Latent Space konvertiert, damit der Sampler damit arbeiten kann. Und eigentlich wird es danach, damit wir auch wieder hier dieses JPEG bekommen, dekodiert aus dem Latent Space. Das macht die Node jetzt hier selber, der Sampler macht das selber, aber im Standard-Sampler müsstet ihr ja noch normal so eine VAE-Decode-Node wieder da reinhängen, die hier auch das VAE annimmt und das Latent Space-Bild, sage ich das mal so, in dem Fall ist es glaube ich kein Bild mehr, sondern ein Wust von Zahlen, aber das macht uns wieder das Image, das macht die Node jetzt selber. Nichtsdestotrotz wird das gesamte Bild einmal encodiert und dekodiert zum Endergebnis. Und das kann man ganz gut einmal sehen, wenn ich die beiden Nodes hier unten mal anmache. Das sind noch ein weiterer Sampler und noch ein VAE-Encode für In-Painting. Der Unterschied, den ich hier gemacht habe, ist, ich ziehe es mal runter, ich habe hier mal eine Anime VAE geladen. So, und wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse, wie gesagt, unser Seed ist auf Fixed gestellt. Hier oben ändert sich nichts mehr. Nur hier unten wird nochmal ein neues Bild erzeugt. In der Zwischenzeit gucke ich mal eben Original. Das ist die Baked-in VAE. Und jetzt kommt noch die Anime VAE dazu. So, wir machen einmal Open Image, ziehen das nach hinten. Machen das größer. Hier sehen wir auch schon, dass sich hier unten die Truhe etwas anders darstellt. Aber wir sehen jetzt Unterschiede und ich hoffe, das kommt raus. Kann ich mal ein bisschen ranzoomen hier. Ist natürlich ungünstig. Versuche die mal eben gleich zu kriegen. Hier. Ja, jetzt ist super. Das ist das Originalbild. So. Mit der Baked-in VAE haben wir hier schon Unterschiede im restlichen Bild, sage ich mal, obwohl wir nur hier unten die Truhe geinpainted haben. Und von der Baked VAE zur Anime VAE sehen wir auch leichte Unterschiede. Hier hinten auch am Fisch kann man das sehr gut sehen. Der ändert sich auch leicht. Und das ist das, was Rob auch gesagt hat, dass sich in seinem Beispiel waren es Augen und am Kleid irgendwas oder an der Hose der Dame auf dem Bild, irgendwie sowas, dass sich das auch geändert hat. Und man sieht hier ganz deutlich eigentlich, dass es im Bereich VAE-Encoding dann doch schon Unterschiede gibt. Vom Originalbild zum enkodierten Bild. Nochmal, obwohl wir nur hier unten eine Maske angelegt haben und der Rest des Bildes eigentlich nicht angefasst werden sollte. So, jetzt muss ich das hier auch noch einmal wieder auf 100% Zoom zurückstellen. Genau. Und daraufhin habe ich mir gedacht, wie könnte man das fixen? Und ich dachte mir, schaue ich doch mal nach, ob es eine Node gibt, die das Originalbild mit nur dem In-Painting-Bereich überblenden kann. Und darauf kamen mir erstmal diese beiden Nodes hier. Oder diese Node, das ist ja ein einfaches Save Image, diese Node hier in den Sinn. Das ist ein Blend Image bei Mask. Und hier habe ich einmal als Image B, das ist, achso, die muss ich auch anmachen, natürlich die Reroute. Image B, das ist der Ausgang aus dem Sampler, also unser In-Painting-Bild. Image A ist das Originalbild, was ich hier oben rausziehe. Die habe ich dann einmal ausprobiert. Wir lassen es mal durchlaufen. Das funktioniert auch bedingt, weil, jetzt muss ich nochmal ranzoomen. Hier sieht man eigentlich ziemlich deutlich den Rand
des Inpaintings. Vor allem hier ist es ziemlich unschön. Das ist also auch nicht die Lösung gewesen. Ich habe es trotzdem mal drin gelassen, um den Gedankengang nachzuvollziehen. Und als weiteres habe ich dann nochmal diese Nodes ausprobiert und das ist die Bounded Image Blend with Mask. Und die nimmt ein paar mehr Parameter an, kommt übrigens aus der WOS Node Suite. Die braucht einmal Image Bounce oder Target Bounce. Und wenn ihr euch unsicher seid, was so eine Node hier annimmt, packt hier dran, zieht runter und dann seht ihr hier schon unten die Vorschläge und dann bin ich auf die Image Bounce gekommen und das ist die Node, die hier oben ist. Ich mache die nochmal wieder dran, entferne die. Die Image Bounce Node nimmt vom Originalbild hier oben die Bounce, also ich nehme mal an die Maße oder die Umrandungen, die Begrenzungen. Als Target habe ich hier reingesetzt, das ist das Originalbild, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das Originalbild. Die Maske, die kommt, das hätte ich ein bisschen schöner machen können, aber die kommt hier oben aus unserer Preview Bridge raus, wo wir die Mask erstellt haben oder hier angelegt haben. Target Bounce hatten wir gerade. Und die Source in dem Fall ist unser Sampler. Also das geänderte oder der geänderte Bereich im Bild. So, wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse, dann geht nur diese Node los. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, können wir einmal sehen, dass die Überblendungen an der Stelle wesentlich besser sind. Hier unten hat er noch ein bisschen Gemurkse, aber das kann man ja auch mit einem anderen Seed machen. Was ist das überhaupt für eine Treasure Chest? Sind da Steine drin? Voll der Beschiss. Kein Wunder, dass der Hai so betröppelt guckt. Naja. Auf jeden Fall ist das Blending hier wesentlich besser geworden als in der anderen Node. Das kann ich ja nochmal öffnen. Das hier war die... Zoom mal ran. Das hier ist die Node mit dem normalen Blend. Hier sehen wir den Rand. Ne, hier, das ist die normale. Hier sehen wir den Rand. Hier sehen wir auch nee. Der Unterschied ist schon ganz deutlich. Der Nöppel hier oben kommt nicht vom Inpainting, der ist aus dem Ursprungsbild. Apropos Ursprungsbild, wir können jetzt nochmal das Ursprungsbild als Referenz hinzuziehen. Wir zoomen das mal ran, scrollen runter. So, die machen wir mal weg. Das ist für mich keine Option mit diesem Rand und so. Das war nur für den Gedankengang, wie gesagt. Aber jetzt können wir sehen, durch dieses Blending haben wir jetzt hier unten unsere Kartoffeltruhe und hier an der Stelle das Originalbild. Und hier sieht man auch, dass der Nüppel hier schon im Originalbild war, wo ich mich eben ein bisschen vertan habe. Aber was wir vor allem sehen ist, ich zoome mal ran. Wir versuchen nochmal den Hai schön ins Bild zu kriegen. Sag mal, Hai. Was hat der Hai denn gerade für ein Problem? Das irgendwie. Ich denke, so geht's. Wir sehen jetzt hier unten, dass der Inpainting-Bereich dazugekommen ist. Aber am Hai und an den Fischen im Hintergrund selber ändert sich nichts. Das stört mich jetzt trotzdem. So, besser. Haischnute ist immer gleich in beiden Bildern. Fisch ist immer gleich in beiden Bildern. Hier das Originalbild. Hier das Bild mit dem Inpainting. Wir gucken nochmal hier unten in dem Bereich. Hier haben wir das Inpainting jetzt drin, hier nicht. Und der Rest des Bildes, wie man hier auch an der Koralle sieht, ändert sich nicht mehr. Okay. Wir können nochmal zum Validieren einmal den Seed einen höher stellen. Schauen mal, was dabei rauskommt. Wir jagen jetzt nochmal alle Sampler durch, auch den unteren. Einfach
nochmal um zu gucken, wie es sich mit der anderen VAE an der Stelle verhält. So, da ist es alles fertig. Wir schauen mal rein. Das ist eher ein Fass, eine ganz komische Truhe. Aber gut, huch. Nein, das habe ich alles verschoben. Eine ganz komische Truhe. Hier hat er auch schon wieder mit dem In-Painting. Er paintet auch wirklich bis zum Rand. Das ist, naja, das ist eine andere Sache. Hier unten auch, wobei die sind gerade ziemlich ähnlich geworden. Leichte Unterschiede kann man sehen. Einfach mal um zu sehen, wie das VAE dann doch Einfluss auf das endgültige Bild hat. Und jetzt machen wir nochmal das Originalbild auf. Wir machen nochmal das Blend bei Mask auf. Hier sehr unschön, sehr undeutlich. Schmeißen wir weg. Ist für mich keine Option. Und hier. Ja, gutes Beispiel, gutes Beispiel. Hier sehen wir wahrscheinlich, dass das Feathering ein bisschen zu stark war. Hier oben sieht es so aus, als würde es ein bisschen transparent werden. Und hier unten ist sowieso unschön geinpainted. Das würde ich aber an der Stelle dem Seed zuschreiben. Das Feathering ist ein guter Punkt. Das befindet sich nämlich hier in der Mask und das zeigt an, wie stark der Übergang sein soll. Also ja, Feathering, so heißt es halt. Also die Überblendung zwischen den beiden Bildern. Und das kann man dann auch mal was runterdrehen, wenn es für das Bild gerade nicht passt. Ich mache jetzt mal auf 16. Wir gucken mal, ob es besser wird. Hier ist es ein Ticken besser geworden, weil wir jetzt nicht mehr 32 Pixel, sondern nur noch 16 Pixel beim Überblenden haben. Der Bereich hier, ja, müsste man vielleicht nochmal mit In-Painting drüber gehen, dann separat. Ist ein bisschen unschön. Gut. Ja, Rob hat da auch geschrieben noch in den Kommentaren, dass er das im Prinzip selber auch so ähnlich macht. Allerdings lädt er sich das Bild dann runter, maskiert es in einem Bildbearbeitungsprogramm oder Fotobearbeitungsprogramm, hatte er geschrieben, und nimmt dann die nicht geinpainteten oder ja doch die nicht geinpainteten Bereiche raus, sodass das Ursprungsbild dahinter wieder zum Vorschein kommt. Und im Prinzip ist das hier das, was man auch direkt im Comfy UI machen kann. Ich fand es sehr interessant, da mal durchzugehen. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich habe mir das Video dann angeguckt, habe gesehen, oh, ja, stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. Habe dann hier versucht, alles nachzubauen oder mal diesen Versuchsaufbau zu machen. Konnte es hier auch sehr deutlich, wie wir auch eben gesehen haben, nachvollziehen und reproduzieren. Und ja, dann nochmal das Ursprungsbild mit dem In-Painting-Bereich des neuen Bildes vermischen und überblenden, sodass das Ursprungsbild nicht an Qualität verliert durch dieses VAE-Encoding an der Stelle und Decoding hier an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte damit dem einen oder anderen dann noch helfen. Ansonsten, das waren jetzt halt 2 schnelle Versuche hier. Ich war recht zufrieden mit der Bounded Image Blend with Mask. Aber vielleicht gibt es in anderen Node Collections auch noch andere Nodes, die Bilder mit einer Maske übereinander blenden können. Gut, das Video ist eigentlich schon wieder viel zu lange geworden. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Infovideo machen an der Stelle. Es tut mir leid, aber es ist trotzdem eine sehr interessante und ja, überraschende Info, weil man ja doch wirklich glauben könnte, ich mache hier so ein In-Paint und dann verändert sich nur der Bereich, den ich markiert habe oder maskiert habe. Und nee, ist es nicht. Tatsächlich ändert sich an der Stelle der gesamte Bereich. Aber ich würde das mal als fix ansehen. Und wenn man das Motiv hier nicht mag oder wenn da so ein Gekrüschel ist, muss man halt hier nochmal die Maske ein bisschen nachbearbeiten oder einen anderen Seed nehmen. Das ist ja gibt ja viele Wege, die da an der Stelle nach Rom führen. Ich will einmal kurz gucken, ob er es wieder macht hier. Und dann beende ich die Aufnahme. Hier die Ecke, die sieht immer ein bisschen kruschelig aus. Vielleicht kann auch ein anderer Sampler da helfen oder ein anderer Scheduler. Das ist ein ganz anderer Bereich, der aber eigentlich dann nichts mehr mit dem Ursprungsproblem zu tun hat. So, reicht, komm.
20 Minuten schon wieder knapp. Also meine Uhr sagt drüber. Ich muss ein bisschen cutten. Knapp um die 20 Minuten. Reicht. Viel Spaß beim Nachbasteln. Workflow lade ich euch hoch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.